Herzlich willkommen zum vierten Teil der Lichtschalterreparatur. Jetzt geht's weiter mit der Reparatur und dem Zusammenbau. Hier sieht man jetzt das Kabel, wo die Isolierung fehlt. Nach 17 Jahren kann das passieren. Das ist der Grund, warum ich den Lichtschalter komplett zerlegt habe und die Kabel neu isolieren werde. Das ist ein Set, das sind Schrumpfschläuche. Diese Schläuche zieht man über die Kabel drüber, macht diese dann heiß und dann schrumpfen die zusammen und dann ist das Kabel neu isoliert. Hier sieht man jetzt die verschiedenen Kabelfarben. Einmal links das lilane, dann ein blau-schwarzes, dann gibt es ein braun-schwarzes, und ein ganz schwarzes. Ich zeige euch nachher noch, in welcher Reihenfolge die Kabel wieder angelötet werden müssen. Zunächst schiebe ich mal einen Schrumpfschlauch über das lilane Kabel, weil da die Isolierung fehlt. Der Schrumpfschlauch wird einfach drüber geschoben. Ich lasse oben extra etwas von der Original-Isolierung herausgucken, damit ich weiß, um welches Kabel es sich handelt. Dann geht man mit einem Lötkolben entlang von dem Schrumpfschlauch und durch die Hitze von dem Lötkolben zieht sich der Schrumpfschlauch zusammen. Da kann man sehen, oben ist schon heiß gemacht und geschrumpft, unten noch nicht. Das macht man dann mit allen 4 Kabeln. Da sind alle schon geschrumpft. Jetzt muss man die Kabel wieder durch den eigentlichen Lichtschalterhebel durchfädeln. Da kommen die dann raus. Man kann dann die eigentliche Schaltmechanik wieder festklipsen. Ich zeige euch hier, man kann das gar nicht falsch zusammenbauen. Es geht nur in einer Position richtig zusammenzuschieben. Diese Aussparungen passen dann zusammen. Man kann es nicht falsch zusammenbauen. Hier zeige ich euch jetzt, in welcher Reihenfolge die Kabel wieder festgelötet werden müssen. Links muss das braun-schwarze Kabel hin, rechts daneben das blau-schwarze, wieder rechts daneben muss das ganz schwarze und ganz rechts kommt das lilane Kabel. Ganz wichtig. In dieses Loch
muss ein kleiner Bolzen einrasten, den seht ihr unter den Kabeln. So sitzt er später. Da müssen die Kabel reingeschoben werden. Das rechte Kabel biege ich etwas zurecht. Weil das Kabel auch nach ganz rechts angebracht werden muss. Das ist etwas fummelig wieder. Ich habe den Schalter dann wieder in einen kleinen Schraubstock eingespannt, damit ich dann beide Hände frei habe zum Löten. Erst ein bisschen heiß machen mit dem Lötkolben, dass das Kabel schon mal am Kontakt hängen bleibt. Dann habe ich etwas neues Lötzinn dazu genommen, damit das Ganze besser hält. Ich zeige das hier nochmal an einem zweiten Kabel. Da ist der Lötkontakt etwas anders gebaut, aber vom Prinzip genau das gleiche. Das Kabel in Position bringen, dann mit dem Lötkolben nachhelfen. Und auch hier habe ich wieder etwas neues Lötzinn dazu genommen. Die anderen beiden Kabel habe ich jetzt ohne euch gemacht. Die beiden habt ihr ja eben schon gesehen. Jetzt kommt wieder dieser kleine Arretierungsbolzen mit der kleinen Feder in seine Halterung für die Leuchthöheneinstellung. Das ist das kleine Rad, wo man die Leuchtweite mit einstellt später wieder. Da sieht man die Zahlen.
Jetzt kommt der kleine Deckel wieder drauf. Festdrücken, gucken, dass alle Clips eingerastet sind. Dann haben wir diese Seite schon mal fertig. Kleine Funktionskontrolle, wunderbar. Danach habe ich dann den anderen Deckel vorbereitet. Dafür habe ich wieder hier dieses mechanische Bauteil fertig gemacht. Hier sieht man es mal von allen Seiten. Diese kleine Feder muss man jetzt wieder da einbauen. Die wird von unten her da reingesteckt. Ein bisschen reindrücken. Dann hält die auch. Jetzt das gesamte Bauteil wieder in den Deckel einlegen. Jetzt mit einem Schraubendreher die Feder festdrücken, zusammendrücken. Ist etwas fummelig wieder. Dann hält dieses Bauteil durch die Feder wieder im Deckel fest. Sehr schön. Wie man die Drehmechanik wieder zusammenbaut, habe ich ja bereits in dem ersten Video schon detailliert erklärt. Wie ihr seht, das geht auch bei mir nicht immer nur alles ohne Probleme, aber man bekommt es hin. So, jetzt baue ich die nächste Seite zusammen. Das ist das kleine Bauteil mit der kleinen Anpressrolle. Das muss man in diese Halterung schieben. Dieser Kunststoffbolzen muss in dieses Loch später richtig reinpassen. Die Anpressrolle muss in diese kleine Schiene hier rein. Am besten macht man das so ein bisschen schräg. Reindrücken. Dann kann man auch den kleinen Kunststoffbolzen in seine Halterung reindrücken. Das seht ihr hier.
Kleiner Funktionstest wieder. Das ist die Blinkhebelfunktion. Funktioniert. Als nächstes geht es hier um diesen kleinen blauen Haken. Auf diesen kleinen Haken müssen wir jetzt ein anderes Bauteil einhängen mit dieser Nut oben. Das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe am Zusammenbauen. Da muss dieses Bauteil später drin sitzen. Das ist sehr knifflig. Deswegen lasse ich das Video ein bisschen schneller laufen, damit ihr seht, dass das nicht ganz so einfach ist. Auch bei mir nicht. Man muss ein bisschen Geduld haben. Ziemlich weit rüber einhängen. Irgendwann funktioniert es dann. Kontrollieren, dass alle Rasten eingerastet sind. Dann kann man wieder einen Funktionstest machen. Das ist ja fürs Fernlicht, für die Blinkfunktion. Wenn alle Einstellungsmöglichkeiten ausprobiert sind und alle funktionieren, dann hat man es wieder alles richtig gemacht. Der Schalter ist ja so rum eingebaut. Für die Lichthupe die Funktion. Alles funktioniert wunderbar. Sehr schön. Damit ist man fertig. Wenn ich dir wieder mit meinem Video geholfen habe und du möchtest, dass ich weitere Videos produziere, dann abonniere bitte jetzt meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bitte klick auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal bitte jetzt.